Ramadan Tag 18. Tut mir leid, gestern kam kein Video, also Ramadan Tag 17 fehlt. Ihr habt gestern den Tag 16 gesehen, genau. Ich komme selber schon ein bisschen durcheinander, aber ich habe die Videos so nummeriert, immer am Ende mit Ramadan, Hashtag 1, 2, 3. Das ist einfach die Videoreihenfolge, damit ihr wisst, ja, nach der Reihenfolge. Aber ja, wenn dann halt einmal ein Tag fehlt, ist es trotzdem, deswegen ist das jetzt sozusagen Ramadan Hashtag 16, weil es das 16. Video ist. 2 Videos, 2 Tage fehlen. Sorry, ich gebe mir sehr viel Mühe. Ich hab mir schon gedacht, dass ich das nicht ganz schaffe, so wirklich durchzuziehen, dass es wirklich 30 Videos werden. Das ist schon eine krasse Herausforderung. Aber ja, trotzdem, ich freue mich ja immer, weil ihr erwartet dann immer, ne, dass jeden Tag ein Video kommt. Aber ich habe gesagt, ich kann es nicht garantieren. Gestern bin ich komplett ausgefallen. Also ich konnte das Video von vorgestern, also von Tag 16, auch nicht mal schneiden. Weil ja, ich bin mit einer Migräne aufgewacht. Also ich hatte schon an dem Tag, wo wir unterwegs waren, schon so am Nachmittag, Abend angefangen, so Kopfschmerzen zu bekommen. Und bin dann morgens aufgestanden mit extrem starken Kopfschmerzen und Übelkeit. Also es war schon so eine Art leichte Migräneattacke, würde ich sagen. Ja, dementsprechend konnte ich das Video nicht schneiden. Das vom Vortag. Und ja, lag flach an dem Tag. Dann am späten Nachmittag ging es dann wieder so ein bisschen. Hab nur schnell ein bisschen, ja, Reste essen und so schnell was gezaubert, was Leichtes. Hab dann eben auch nicht mitgefilmt. Aber ja, Alhamdulillah, heute geht es mir besser und heute geht es weiter. Und wir fangen auch an zu kochen. Und zwar mache ich einmal, ihr habt ja gesehen, ich habe im türkischen Supermarkt diesen Plattenweißkohl. Und das ist ja so typisch, mit dem macht man einfach besser Röllchen, weil die Blätter lassen sich besser rollen. Also einmal Röllchen, Sarma auch genannt auf Türkisch. Im Polnischen gibt es ja auch Gołąbki, dann werden die einfach so ein bisschen dicker. Oder eben Kohlröllchen oder Kohlrouladen, wie man es nennen mag, mit einer Hackfleisch- und Reisfüllung. Zeige ich euch gleich, was alles reinkommt. Vorspeise gibt es heute mal ein Kürbissüppchen, hatten wir noch nicht. Habe ich hier so einen kleinen süßen Kürbis, also eine kleine Kürbissuppe. Und dann, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Röllchen das werden, dazu Beilage so ein bisschen Joghurt, passt sehr gut dazu. Ja, weiß ich nicht, was da noch dazu passen würde oder beziehungsweise ob das jetzt reicht. Deswegen mache ich sicherheitshalber noch einen schnellen Börek. Ich habe euch ja gesagt, machen zusammen eine schnelle Variante. Auch hier habe ich vom türkischen Supermarkt mal endlich wieder diese Teigblätter gekauft. Das sind ja so frische Teigblätter, die sind hauchdünn. Damit kann man viel zaubern, habe ich echt lange nicht mehr gekauft. Die sind übrigens vegan. Was sind da drin? Ich habe eigentlich gar nicht genug Zutaten. Weizenmehl, Wasser, Maisstärke, Speisesahne, Konservierungsstoff. Oh, okay, einen Konservierungsstoff könnte man sich sparen. Ja, einen schnellen Börek mit einer Schafskäse, Feta-Käse. Oh Gott, mich hat einer gesagt, ne, wenn er aus Kuhmilch ist, dann darf er sich gar nicht Feta-Käse nennen. Ist egal, ob es Feta oder Schafskäse oder Kuhmilchkäse, diesen Weißkäse mit Petersiliefüllung. Geht schnell, zeige ich euch. Ich mache mal ein bisschen eine andere Variante. Normalerweise mache ich das mal mit so Schichten. Ich habe aber auch gesehen, auch bei der Bekannten, bei der wir es gegessen haben, so ein bisschen anders. Da ist dann noch ein bisschen knuspriger. Außen und innen saftiger. Wir schauen mal. Genau, das ist der Plan heute. Ich glaube, was Süßes mache ich jetzt auch nicht. Mal gucken, vielleicht machen wir danach noch irgendwas. Obwohl, nee, ich gehe heute wieder zum Sport. Stimmt, ich bin heute wieder beim Sport. Wir legen jetzt mal los. Ich koche jetzt erstmal die Kohlblätter. Dann kann ich nämlich besser auseinanderrupfen. Dann hole ich mir ein paar helfende Händchen. Die können das Ganze rollen. Ich schneide jetzt hier so einmal diesen Strung raus. Und dann kommt er so ins Wasser. Ja, den drehe ich dann ab und zu. Und dann kann man immer wieder die ersten Blätter schon so rausnehmen, die weich gekocht sind. Und so geht es immer am besten. Die Füllung geht immer super schnell. Ich mache das auch immer hier in diesem Mixer. Da habe ich jetzt Petersilie. Knoblauch kommt dazu. So. Ein bisschen mehr. Hier habe ich ja schon Hackfleisch und den gewaschenen Reis. Ich gebe immer gerne eine Tomate noch mit dazu. Das macht die Füllung einfach noch mal so ein bisschen saftiger. Zwiebel. Gewürze machen wir danach. Und dann auch hier schon mal ein bisschen Olivenöl. Kleinen Schuss.
würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Kreuzkümmel passt hier auch sehr gut dazu. Jetzt einfach alles vermischen. Bei mir ist das immer Augenmaß. Ich weiß immer nicht, ob die Füllung jetzt für die Röllchen ausreicht oder nicht. Ich schaue mal, vielleicht gebe ich jetzt noch ein bisschen mehr Reis dazu. Was sollte eigentlich reichen? Wir fangen jetzt an. Ich nehme jetzt einmal so die restlichen Sachen vom Kohl. Diese so, mit denen kann man nicht wirklich was wickeln. Das war jetzt so das Innere. Habe ein bisschen Olivenöl im Topf und mache das sozusagen als Boden auslegen. So die unschönen Teile, die man jetzt nicht so verwenden kann, die kann man im Boden auslegen. Manche machen auch, dass sie da dann hier, wie nennt sich das? Fleischknochen, ein bisschen Knochenbrühe. So viel so, dann gibt dann nochmal Geschmack. Dann nehmen wir uns so ein Kohlblatt. Das ist jetzt zum Beispiel ein sehr großes. Das können wir dann halbieren. Ruhig so dann am Strunk in der Mitte schneiden. Ich glaube, das ist so okay. Oder so. Oder so. Kann man gucken. Dann nimmt man ein bisschen was von der Füllung. Ja, Tofu hat schon wieder was gerochen. So. Könnt ihr auch mit Würsing machen. Das ist so die herzhafte Variante. Ne? Ansonsten kennt ihr ja auch die Röllchen mit den Weinblättern. Ne? Aber wir machen heute Kohlblätterröllchen. So, und das kann dann in den Topf. So, ich hatte doch ein bisschen viel Füllung und habe jetzt hier einfach nochmal eine Zucchini ausgehöhlt und den Rest der Füllung hier reingemacht. Das gibt es, glaube ich, auch in so arabischen gibt es auch solche Zucchinis. Das sind dann immer so diese kleinen hellgrünen Zucchinis. Gibt es auch im türkischen Supermarkt. Und dann kommt da auch so eine Joghurtsoße drauf. Müsste ich auch mal so nachmachen, wie die das machen, mir mal anschauen, wie das Rezept aussieht. Auf jeden Fall mache ich hier jetzt diese kleine Soße mit Tomaten-Paprikamark. Da gebe ich jetzt auch noch ein bisschen was von meiner Gemüsepaste dazu. Könnt ihr auch Gemüsebrühe nehmen. Dann etwas Wasser. Und so eine kleine Söse. Ein bisschen Olivenöl. Salz. Ich finde, dazu passt immer Minze sehr gut. Haue ich immer mit rein. Und Pfeffer. Und dann kommt die Soße hier über die Röllchen und die Zucchini. Dann nochmal so einen Teller drauflegen. Ein bisschen drücken. So, Deckel rauf und das lassen wir jetzt in Ruhe vor sich hin schmoren. Wir machen jetzt erstmal die Soße für den Börek. Dazu habe ich hier 2 Eier. Dann so ungefähr 100 Milliliter Öl. Ich mache jetzt so ein Teeglas. Das ist jetzt auch, muss man jetzt auch nicht so genau nehmen. Ein Teeglas Milch. Dann ein halbes Glas Wasser. Joghurt. Auch ein Glas. Das wären jetzt so
2, sagen wir mal 3 Esslöffel. Dann auch hier ein bisschen Salz und 1 Teelöffel Backpulver. Und dann verrühren wir das Ganze einfach nur. Ich nehme jetzt für den Börek einfach Käsefüllung. Ich habe gerade auf die Verpackung geguckt, der heißt Hirtenkäse, ja. Also Feta-Käse ist es dann, wenn es aus Schafskäse ist. Der ist aus Kuhmilch, also es ist ein Hirtenkäse. Gut, also Hirtenkäse und einfach nur Petersilie. Dazu brösel ich den so ein bisschen klein. Ich habe jetzt hier 2 Stück genommen. Ofen heize ich schon mal vor. Ich weiß gar nicht, mein Ofen ist ein bisschen lahm. Ich mache meinen immer ein bisschen stärker. Ich mache jetzt einfach 210 Grad. Und dann lasse ich den Börek so lange, bis er einfach goldbraun ist im Ofen. Petersilie dazu. Könnt das Ganze auch mit Spinat machen. Hätte ich jetzt Spinat da, hätte ich jetzt Spinat gemacht. Aber ich habe jetzt keinen da. So. Ich nehme jetzt immer 2 von den Teigblättern. Ihr seht, das ist so richtig hauchdünn, ne? Und dann kommt ein bisschen von der Soße rüber, von dieser Joghurt-Öl-Milch-Mischung. Ein bisschen was. So. Nicht so viel. Und genauso von dem Käse. So, und dann wird das Ganze so gerafft, wie so ein Rock. Raffen wir das Ganze. Habt das gerafft? Habt das gerafft, meine Lieben? So, schaut mal, wir haben es jetzt gerafft. Und jetzt, so gerafft, kommt das Ganze hier rein. Und hier machen wir das auch so schön eng. You see? Habt das hier gesehen? Ganz easy. Ganz easy. Und weiter geht's. Könnt hier auch jegliche Form machen, ne? Ob ihr das rund zu Schnecken rollt oder das einfach nur in Schichten macht. Das ist wirklich euch überlassen. Oh, aufpassen. Der reißt richtig schnell. So, das ging super schnell. Die restliche Soße kommt jetzt auch noch mal darüber. Und das kann jetzt in den Backofen. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen viel von der Flüssigkeit gemacht. Egal, dann ist das halt ein bisschen saftiger. So, und das kann jetzt in den Ofen. Für das Kürbissüppchen habe ich hier jetzt Zwiebeln und Knoblauch angebraten. Ich mache da keinen Ingwer rein. Ich habe jetzt nicht oft Ingwer zu Hause und also ich mache das nicht so klassisch. Zwiebel, Knoblauch reicht, aber man kann natürlich Ingwer mit dazu geben. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen dieses Innere von der Zucchini. Das schmeiße ich natürlich nicht weg. Das mache ich hier mit rein. Dann der Kürbis und ein bisschen Kartoffel. Ich habe auch noch ein bisschen Karotte dazu gegeben, einfach weil mein Kürbis sehr klein war. Aber kann man machen, muss man nicht. Ihr wisst, ich mache immer so ein Durcheinander und am Ende schmeckt alles super lecker. Also, jetzt das Ganze mit Wasser aufgießen, köcheln lassen. Ein Schuss Sahne oder Kokosnussmilch. Auch da, wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Wir mögen das jetzt nicht so unbedingt, dieses Ingwer- und Kokosmilch-Geschmack. Ich mache am Ende einen Schluck Sahne, das reicht. Wird püriert. Jetzt kommt noch Salz, Pfeffer, bisschen von meiner Gemüsepaste. Standard, kennt ihr ja schon alles. Ist nichts Neues, ne? Wir haben zwar hier schon viel Gemüse, aber ein bisschen Gemüsepaste schadet nicht. Der Börek ist gleich fertig. Das geht super schnell, also ungefähr. Warte mal, wie spät ist es jetzt? 18 Uhr 17. 17. Dann ist das jetzt seit
27, ja, 25 bis 30 Minuten. Kommt immer auf euren Ofen an, ne? Würde ich sagen. Ja, jetzt, Meriem hat Salat geschnippelt, wieder klassisch. Tomate, Gurke, Paprika, rote Zwiebel, Roma-Salat. Jetzt kommt auch wieder mein klassisches Dressing. Morgen sind wir übrigens bei meiner Freundin. Da werde ich auch früher hinfahren, weil sie macht İçli Köfte. Und İçli Köfte habe ich auch noch nie selber gemacht. Und ich meinte, warte, ich komme früher, wir machen die zusammen. Sie so, ja, das ist so einfach. Hin und her. Und ich so, ja, ich traue mich auch die ganze Zeit dann nicht daran, das zu machen. Warte, wir machen das zusammen. Ich muss es auch endlich lernen. Also machen wir das Ganze morgen zusammen. İçli Köfte sind ja solche gefüllten Kugeln. Diese Kugelmantel besteht ja so aus Bulgur, aus so feinen Bulgur und so noch ein paar andere Sachen. Weiß ich nicht genau was. Und dann ist es meistens gefüllt mit Hackfleisch und Walnüssen. Sehr lecker. Manche lassen die Walnüsse weg, manche machen viel Walnüsse rein. Ist mal unterschiedlich. Mal gucken, wie das die Ferrei macht. Da bin ich gespannt. Wir machen aber vorher hier zu Hause vielleicht einen Brownie oder so. Den bringen wir mit. Gucken wir mal. So, Sumak, Zitronensaft, Olivenöl und Granatapfelsirup, Salz, Pfeffer. Das ist immer mein Dressing. Machen wir demnächst mal einen anderen Salat, vielleicht mit einem Joghurt-Dressing oder so, ne? Mal was anderes. Ne? Der sieht yummy aus. Aber richtig. Ja. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, da hat sie geschrieben, gönn doch der Meriem diesen Kuchen. Man muss doch nicht so streng sein mit gesund und so. Und ich habe ihr so geschrieben, hast du nicht gesehen, was die alles da mitgenommen hat? Da war ja schon genug im Einkaufswagen. Das war ja so, bei dem Kuchen war ich mir ja nicht sicher mit den Zutaten. Da habe ich schon direkt zu viele E-Nummern gesehen. Dann weiß man halt nicht, ob es Hellal ist, weil es könnte mal tierisches Fett sein, es könnte Gelatine sein. Da könnte Alkohol drin sein. Das war ja der Grund, warum ich den Kuchen dann sozusagen ja nicht wollte. Und weil da war ja schon genug andere Knabbersachen. Ja, manche nehmen es dann immer so genau. Als ob ich so streng wäre, als ob hier keine Süßigkeiten habe. Ich habe mir 2 Kilo Gummibärchen eingekauft. Was willst denn du noch? Ich meine nur, weil ich finde immer so, gerade so Kuchen oder so, ne? Also gerade so normale, so Küchlein oder Schokokuchen, Brownies, ne, Muffins, alles solche, so ein Cakes, ich finde, es ist immer schnell auch selbst zu Hause gemacht. Deswegen dann denke ich mir so, warum soll ich das kaufen? So industriemäßig mit lauter schlechten, billigen Zutaten. Ja, dann mache ich lieber einen Kuchen, wo gute Butter drin ist, guter Zucker, also guter Zucker in dem Sinne halt kein raffinierter Zucker, sowas alles. Das riecht ja lecker. Na, das sieht ja gut aus. Oh, guck mal. Oh, außen knusprig, innen saftig. Ich hatte vergessen, die Form einzufetten. Ich hoffe, der klebt nicht. Habe ich vergessen. Okay, es klebt nicht so schlimm. Nochmal Glück gehabt. Aber achtet drauf, die Form einmal unten zu fetten. Ja, ist okay. Geht raus.
Das lassen wir uns jetzt schmecken. Elhamdülillahi Rabbi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarek Celali. Bu benim oğlum. Bu benim oğlum. Bu benim oğlum.